Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. I made a bold statement yesterday, didn't I? Ich habe gestern eine kühne Behauptung aufgestellt, nicht wahr? I said that hardly anybody celebrates the Lord's Supper right. Ich sagte, dass kaum jemand das Abendmahl richtig feiert. Well, the church, soon after the beginning, they already didn't right anymore. Nun, die Gemeinde hat es schon bald nach dem Beginn nicht mehr richtig gemacht. Paul said that you don't really properly celebrate it. Paulus sagt, ihr feiert es nicht wirklich richtig. Now, let's have a look why they didn't do it. Schauen wir uns mal an, warum sie es nicht taten. But before we do that, let me tell you why I believe that most Christians today don't celebrate it properly. Aber bevor wir das tun, sage ich dir, warum ich glaube, dass die meisten Christen es heute nicht richtig feiern. The main reason is that we don't celebrate the body of Christ. Der Hauptgrund ist, dass wir den Leib Christi nicht feiern. And that doesn't mean the body that was on the cross. Das bedeutet nicht den Leib, der am Kreuz war. No, it means the body that's alive today. Nein, das bedeutet der Leib, der heute lebendig ist. Remember that. Denke daran, The Lord's Supper is the covenant that He made with us. das Abendmahl ist der Bund, den er mit uns geschlossen hat. And through the new covenant, we are not only in a covenant with God, Und durch den neuen Bund stehen wir nicht nur in einem Bund mit Gott, we are also in a covenant with one another. sondern auch in einem Bund untereinander. And you cannot go to a building, eat a little bread and drink a little wine, Wir können nicht in ein Gebäude gehen, ein bisschen Brot essen und ein bisschen Wein trinken and think you've celebrated the Lord's Supper, und denken, wir hätten das Abendmahl gefeiert, while you ignored the need of your brother. während wir die Not unseres Bruders ignorieren. John says this: Johannes sagt Folgendes: if you see your brother in need and ignore it, the love of the Father is not in you. Wenn du deines Bruders Not siehst und sie ignorierst, ist die Liebe des Vaters nicht in dir. Think about that. Denk darüber nach. And the Lord's Supper is all about the love of the Father. Beim Abendmahl geht es ausschließlich um die Liebe des Vaters. The Father, in His great love, gave the body of His Son for us. Der Vater hat in seiner großen Liebe den Leib seines Sohnes für uns gegeben. So usually when people celebrate communion, they don't even know what's going on in the life of the brother. Wenn Menschen normalerweise das Abendmahl feiern, wissen sie nicht einmal, was im Leben ihres Bruders vor sich geht. So it's celebrated wrong. Es wird also falsch gefeiert. That's one of the really big reasons. Das ist einer der Hauptgründe dafür. But let's see what Paul is telling them in verse 21. Aber schauen wir uns mal an, was Paulus ihnen in Vers 21 sagt. For when it comes time to eat, Denn wenn es Zeit zum Essen ist, and the Passion says it's so beautiful, und die Passion-Übersetzung sagt das so schön, some gobble down their food before anything is given to others. verschlingen einige ihr Essen, bevor den anderen etwas gegeben wird. You see here, we see very, very clearly Hier sehen wir sehr, sehr deutlich, that when they came together to celebrate the Lord's Supper, they were eating, they had a meal. dass sie aßen, als sie zusammenkamen, um das Abendmahl zu feiern. Sie hatten eine Mahlzeit. The first time the Lord's Supper was celebrated, it was with a meal. I already told you in John 13. Wie ich bereits sagte, wurde das Abendmahl das erste Mal mit einer Mahlzeit gefeiert, in Johannes 13. So if the first mention of the Lord's Supper is with a meal, don't you think it's supposed to be with a meal? Wenn die erste Erwähnung des Abendmahls mit einer Mahlzeit verbunden ist, meinst du nicht, dass es dann auch mit einer Mahlzeit einhergehen sollte? It's not supposed to be a little ritual at the end of a nice Sunday service. Es soll nicht nur ein kleines Ritual am Ende eines schönen Sonntagsgottesdienstes sein. So look what he said. Schau, was er sagt. While some of you gobble down everything, the others are hungry. Während einige von euch alles hinunterschlingen, sind die anderen hungrig. Look, he then says, while one is left hungry, while others become drunk. Schau, dann sagt er, die einen bleiben hungrig, während die anderen sich betrinken. So, what a church meeting that people got drunk. Was für eine Gemeindeversammlung, bei der die Leute sich betrinken. Can you imagine? As part of the church meeting, people are getting drunk. Kannst du dir vorstellen, dass sich die Leute bei einer Gemeindeversammlung betrinken? And you know, if you look in the original Greek, Wenn du dir das griechische Original anschaust, it means to be drunk. heißt es betrunken sein. It means that you've drunk too much. Das bedeutet, dass man zu viel getrunken hat. It literally comes from a root word meaning intoxicated.
Das kommt wortwörtlich von einem Wortstamm, der berauscht bedeutet. So from the original Greek, it's very clear. Some of them were totally stuffed full. Aus dem griechischen Originaltext geht klar hervor, dass einige von ihnen vollgestopft waren. And they had drank so much wine that they already had drunk too much. They were drunk. Und so viel Wein getrunken hatten, dass sie betrunken wurden. That's what Paul said, you're doing it not properly. Deshalb sagt Paulus, ihr macht es nicht richtig. First of all, it's not proper to get drunk celebrating the Lord's Supper. Zunächst einmal ist es nicht richtig, sich bei der Feier des Abendmahls zu betrinken. This couldn't even happen today. Das könnte heute gar nicht mehr passieren. Because first of all, many Christians drink juice. You don't get drunk on juice. Denn erstens trinken viele Christen Saft, von Saft wird man nicht betrunken. And those who do drink wine, they just take a little sip. You don't get drunk on a little sip either. Und diejenigen, die Wein trinken, nehmen nur einen kleinen Schluck. Von einem kleinen Schluck wird man auch nicht betrunken. I want to remind you Ich will dich daran erinnern, that Paul is not saying that to eat a lot of food and have wine with it was the wrong thing. dass Paulus nicht sagt, dass es falsch ist, viel zu essen und Wein zu trinken. The wrong thing was that they ignored their Christian brothers and sisters. Das Falsche war, dass sie ihre christlichen Brüder und Schwestern ignorierten. They have made these parties in the church. Sie haben diese Gruppierungen in der Gemeinde gemacht. Don't you remember in verse 18 he said there are cliques, there is divisions among you? Erinnerst du dich daran, dass er in Vers 18 sagt, dass es Grüppchen und Spaltungen unter ihnen gibt? So now take the Lord's Supper in that context. Betrachte nun das Abendmahl in diesem Zusammenhang. Obviously, and that's how I understand it, Offensichtlich, und so verstehe ich es, they didn't get anything to eat or to drink because they came too late, bekamen sie nichts zu essen oder zu trinken, nicht weil sie zu spät kamen, but because others excluded them. sondern weil andere sie ausschlossen. They had those groups within the meeting. Sie hatten diese Grüppchen innerhalb der Versammlung. Hey, we over here, we eat a lot and we drink a lot of wine, but those people over there, don't give them anything. Wir hier, wir essen viel und wir trinken viel Wein, aber den Leuten da drüben geben wir nichts. It was that kind of division they had. Diese Art von Spaltung hatten sie. I've seen that in India Ich habe das in Indien gesehen, to the very extreme, auf eine sehr extreme Art und Weise. but I've seen it almost every country in the world that I've been to. Ich habe das aber auch fast in allen Ländern der Welt gesehen, in denen ich gewesen bin. If you're a leader, you're part of a different group than if you're not a leader. Wenn du ein Leiter bist, gehörst du zu einer anderen Gruppe, als wenn du kein Leiter bist. You can sit at a different place. Du sitzt dann an einem anderen Platz. We think we don't have groups in the church today, but the truth is we do. Wir denken, dass wir heute in der Gemeinde keine Grüppchen haben, aber die Wahrheit ist, dass wir welche haben. We have our nice little cliques. Wir haben unsere netten kleinen Grüppchen. And the reason why we don't get drunk and overly eaten at the Lord's Supper is because we don't eat and drink at the Lord's Supper. Und der Grund, warum wir uns beim Abendmahl nicht betrinken und übermäßig viel essen, ist, dass wir beim Abendmahl nicht essen und nicht trinken. But the way we have our groups today, I think, in many churches we will do the same thing. Aber so wie wir unsere Grüppchen heute haben, denke ich, dass wir in vielen Gemeinden das Gleiche tun würden. Tomorrow I'll continue. Morgen mache ich weiter.